In diesem Video erfahren wir, wie man das richtige Sägeblatt auswählt, mit Honza für 1 Minute. Die Aufteilung von Sägeblättern und deren Auswahl ist ein sehr oft diskutiertes Thema und es ist nicht verwunderlich, dass sehr oft Fehler bei der Auswahl gemacht werden. Schauen wir uns gemeinsam an, welche Eigenschaften bei der Auswahl nicht außer Acht gelassen werden sollten. Sägeblätter werden in Stahl und Blätter mit Hartmetallzähnen unterteilt. Anstelle von Hartmetall kann man auch auf die Bezeichnung Carbid, Vidium oder Scheiben mit SK-Schneiden stoßen, aber es ist immer noch das gleiche Material. Aufgrund von ihrem geringen Preis werden Stahlsägeblätter am häufigsten zum Schneiden von Brennholz verwendet oder Sie finden sie an älteren Tischlersägen. Die Zähne werden dort aus Stahl geschnitten und abwechselnd von der Achse des Blattes geschränkt. Zäher Stahl ist widerstandsfähiger gegen Zahnbruch, aber leider stumpft er sehr schnell ab und der Schnitt ist sehr grob und nicht sehr präzise. Hartmetallscheiben haben einen lasergeschnittenen Stahlkörper, auf den Scheiben aus feinkörnigem Hartmetall gelötet sind. Hartmetall entsteht unter hohem Druck und Hitze aus einer sehr feinen Mischung von Metallstaub aus Wolfram, Kobalt, Nickel, Kupfer oder Eisen. Es ist um ein Vielfaches härter als Eisen und wird daher zur Herstellung von Holzbearbeitungswerkzeugen verwendet. Wer es ernst meint mit Tischler- und Holzarbeiten, sollte in seiner Werkstatt auf jeden Fall nur Hartmetallblätter verwenden. Aber auch eine Hartmetallklinge ist nicht unbedingt eine Garantie für einen perfekten Schnitt und eine lange Lebensdauer. An diesen Indikatoren erkennen Sie die Qualität einer Scheibe mit Hartmetallzähnen. Je nach Dicke der Hartmetallscheibe, entsprechend der Oberflächenbehandlung des Scheibenkörpers oder anhand der Schalldämpfungs- und Dehnungsrillen im Scheibenkörper. Die Dicke des Hartmetallzahns ist wichtig. Je dicker der Zahn, desto besser, denn je dicker der Zahn, desto mehr Schleifzyklen erhaltet ihr. Ein professionelles Sägeblatt hat eine Zahndicke von 2,5 bis 3 mm, ein chinesisches Sägeblatt oft nur 1 bis 1,5 mm. Dies hat einen großen Einfluss auf die Lebensdauer der Scheibe. Solche Sägeblätter werden normalerweise nur in einer Schicht gelötet und neigen dazu abzubrechen. Und vor allem braucht es nur ein Drittel der Anzahl an Nachschliffen im Gegensatz zum Profisägeblatt, das eine 3 mm Dicke hat und dreilagig gelötet wird. Eine weitere Sache, auf die man achten sollte, ist die Verarbeitung des Scheibenkörpers. Wenn sich der Stahlkörper des Sägeblatts rau anfühlt, rostet er schnell und Schmutz wie Holzstaub, Leimreste und Harz haften schneller daran. Die Oberfläche sollte fein geschliffen, lackiert oder mit Teflon beschichtet oder am besten verchromt sein. Das letzte, worauf man achten sollte, sind die Geräuschreduzierung und die Dehnungsrillen im Körper des Sägeblatts. Ihre Bedeutung wird oft vernachlässigt, aber für den Komfort und die Schnittqualität sind sie absolut unerlässlich. Wie der Name schon sagt, erfüllen schallabsorbierende Rillen hauptsächlich eine akustische Funktion. Sie eliminieren die akustischen Geräusche, die durch die Rotation des Sägeblatts beim Schneiden entstehen. Wenn das Sägeblatt wie ein Gong klingt, lasst die Finger davon, denn eine solche Scheibe würde während eurer Arbeit sehr laut pfeifen und summen. Im Gegensatz dazu klingt ein Sägeblatt mit Schalldämpferrillen nur sehr kurz nach dem Stoß. Zwischen den Sägezähnen sind am Umfang der Scheibe immer Dehnungsrillen zu finden. Ihre Aufgabe ist es, Verwindungen und Wellen des Sägeblatts zu beseitigen, die durch Hitze- und Wärmeausdehnung beim Schneiden verursacht werden. Einfach ausgedrückt, ein Sägeblatt mit Dehnungsrillen verzieht oder wellt sich nicht aufgrund von Hitze, im Gegensatz zu einem billigen Sägeblatt ohne diese Rillen. Ein solches Sägeblatt verursacht dann einen welligen Schnitt, leichtes Unterschneiden,
Brennen des Holzes an den Seitenwänden oder Einklemmen des Holzes. Das sollte für einen Einstieg in die Welt der Sägeblätter reichen. Beim nächsten Mal sprechen wir über die Einteilung von Sägeblättern nach Zahnform und zeigen auch die Schnitte einzelner Blätter in unterschiedlichen Materialien. Bis zum nächsten Mal für 1 Minute.